Du bist wahrscheinlich schon Dutzenden Millionären begegnet. Im Supermarkt, im Bus, im Treppenhaus, an der Kasse, direkt vor dir. Und du hast nicht einen einzigen erkannt. Vor einigen Jahren wollten Forscher genau das herausfinden. Warum? Sie haben nicht die Armen untersucht, sondern tausende echte Millionäre über Jahre. Und was sie fanden, war so unerwartet, dass die meisten Menschen bis heute ein völlig falsches Bild davon haben, wie Reichtum aussieht. Nun, das liegt nicht an dir. Es liegt daran, dass wir alle dasselbe Bild im Kopf haben. Wir suchen das Geld da, wo es laut ist, beim Sportwagen, bei der teuren Uhr, beim großen Haus. Und genau da ist es fast nie. Echtes Vermögen entsteht im Verborgenen, im Schatten, auf einem Konto, von dem niemand etwas ahnt. Genau darum geht es auf diesem Kanal, um die Seite des Geldes, die dir sonst niemand zeigt. Und um dir das zu beweisen, machen wir heute ein Experiment, ein Rätsel. 4 ganz normale Nachbarn und einer von ihnen ist heimlich Millionär. Bevor wir anfangen, eine Zahl, die fast alles erklärt. In Deutschland wird nur etwa jeder 6. Neuwagen bar bezahlt. Der ganze Rest läuft auf Kredit oder Leasing. Tja, das heißt, das teure Auto vor dir im Stau gehört meistens gar nicht dem Fahrer. Es gehört der Bank. Und ein Neuwagen verliert in den ersten 3 Jahren rund die Hälfte seines Werts. Er schrumpft, während man ihn abbezahlt. Deshalb sagt der Anblick von Reichtum fast nichts über echtes Vermögen. Im Gegenteil, wer sein Geld zur Schau stellt, hat es oft gerade nicht mehr. Forscher haben dafür sogar einen Namen. Großer Hut, keine Rinder. Die echten Reichen machen meistens das Gegenteil. Sie verstecken es. Also, behalt das im Kopf, während wir uns die 4 Verdächtigen ansehen. Das ist Paul. Paul wohnt in einer ganz normalen Straße. Und er hat erfahren, einer seiner Nachbarn ist heimlich Millionär. Über 1 Million Euro. Hinter einer dieser unscheinbaren Türen. 4 kommen in Frage. 1. Der Typ mit dem Sportwagen. 2. Der Arzt mit dem großen Haus. 3. Der Rentner von nebenan. 4. Der Handwerker mit dem alten Transporter. Einer hat die Million, die anderen 3 nicht. Und ich verspreche dir, bis zum Ende verstehst du, warum fast jeder hier falsch tippt und was das über dein eigenes Geld verrät. Also gut, merk dir jetzt deinen Tipp. Und dann schauen wir, ob du besser liegst als Paul. Naja, Pauls erster Tipp ist klar. Der mit dem Sportwagen. 80.000 Euro auf 4 Rädern, jeden Morgen poliert. Teure Uhr, Sonnenbrille, auch im Schatten. Wenn das kein Millionär ist, wer dann? Aber erinnerst du dich an die Zahl von vorhin? Der Wagen ist geleast, 400 Euro im Monat, sonst ist er weg. Die Uhr läuft auf Raten und das Konto am Monatsende? Leer. Er verdient gut, aber er behält nichts. Jeder Euro ist ausgegeben, bevor er da ist. Hohes Einkommen, große Show, 0 Vermögen. Verdächtiger 1, raus. Der Sichtbarste ist fast nie der Reichste. Tja, dann eben der Arzt, denkt Paul. Großes Haus, sicherer Beruf, angesehen, der verdient garantiert am meisten von allen 4. Und damit liegt Paul sogar richtig. Von allen 4 Nachbarn hat der Arzt mit Abstand das höchste Einkommen. Auf dem Papier ist er der erfolgreichste der Straße. Aber jetzt kommt die Überraschung, an der die meisten Menschen umdenken. Ein großes Haus heißt eine große Hypothek. Hoher Status heißt hohe Ausgaben. Das gute Auto, die Praxis, die Urlaube, die Privatschule. Alles eine Nummer größer. Und so passiert etwas Verrücktes. Er verdient am meisten und gibt am meisten aus. Sein Lebensstil wächst genauso schnell wie sein Gehalt, manchmal schneller. Am Monatsende bleibt erstaunlich wenig übrig. Das ist die wichtigste Lektion im ganzen Video. Ein hohes Einkommen ist nicht dasselbe wie Vermögen. Was du verdienst, ist nicht, was du hast. Der Bestverdiener der Straße ist nicht ihr reichster Bewohner, nicht mal in der Nähe. Der Arzt also auch raus. Und wenn dich das überrascht, die meisten hätten genau jetzt auf ihn gesetzt. Bleiben 2, der Rentner und der Handwerker. Und nun denkst du dir wahrscheinlich, na klar, der unscheinbare Rentner, das ist doch immer die Pointe in solchen Videos. Der stille, bescheidene, das muss er sein. Aber nein, genau hier wird es interessant. Der Rentner ist schuldenfrei, zufrieden, kommt gut zurecht. Aber er hat nie viel verdient und nie investiert. Eine kleine Rente, ein ruhiges Leben, aber keine Million. Und das ist wichtig, damit du mich nicht falsch verstehst. Unscheinbar zu sein, macht dich nicht automatisch reich. Ein alter Mantel allein ist kein verstecktes Vermögen. Es geht nicht darum, arm auszusehen. Es geht darum, was jemand über Jahrzehnte mit seinem Geld tut.
Der Rentner raus. Jetzt bleibt nur noch der Handwerker. Und ich weiß, was du denkst. Na also, dann ist es eben der. Aber Moment, ganz so einfach ist es nicht. Denn gegen den Handwerker spricht eine Menge. Ein eigenes Geschäft heißt nicht automatisch Reichtum. Im Gegenteil. Der Transporter kostet, das Werkzeug kostet. Die Mitarbeiter wollen jeden Monat ihr Gehalt, ob der Auftrag bezahlt wurde oder nicht. Sehr viele Selbstständige sehen solide aus und kämpfen in Wahrheit jeden Monat ums Überleben. Hoher Umsatz, dünne Marge, nichts übrig. Genau wie beim Sportwagentyp. Vielleicht ist der Handwerker also gar nicht die Lösung. Vielleicht hat in dieser Straße am Ende niemand 1 Million. Aber dann schaust du genauer hin und merkst, bei diesem Handwerker stimmt etwas nicht ins Klischee. Der Transporter ist alt, aber abbezahlt. Das Geschäft ist klein, aber es läuft seit über 30 Jahren. Und genau er hat über 1 Million Euro. Kein Erbe, kein Lottogewinn, kein geheimer Trick, sondern etwas viel Langweiligeres. Er hat über Jahrzehnte konsequent weniger ausgegeben, als er verdiente. Und den Rest nicht verprasst, sondern investiert. Jeden Monat ein bisschen ins eigene Geschäft und breit gestreut an die Börse. Unsichtbar, unaufgeregt, Jahr für Jahr. Während der Sportwagentyp seine Raten zahlte und der Arzt sein großes Haus, wuchs hier im Stillen ein Vermögen. Und niemand in der Straße hat es gemerkt. Genau so wollte er es. Und er ist kein Einzelfall. Genau das fanden die Forscher in der Studie hinter dem Buch Der Millionär von nebenan. Der typische Millionär ist nicht der Erbe und nicht der Spitzenverdiener, sondern der sparsame Selbstständige von nebenan. Die meisten von ihnen fahren gebrauchte Autos. Die wenigsten tragen teure Uhren. Sie sind reich geworden, nicht weil sie viel verdient haben, sondern weil sie viel behalten haben. Bleibt eine Frage. Warum versteckt er es überhaupt? Er könnte sich längst alles leisten und tut es nicht. Naja, der Grund ist tiefer, als du denkst. Grund 1. Wer reich wirkt, wird zur Zielscheibe. Plötzlich wollen alle etwas. Bekannte mit kurzen Bitten, Verkäufer mit höheren Preisen, dazu der Neid der Nachbarn. Wer unsichtbar bleibt, behält seine Ruhe und sein Geld. Grund 2, der eigentliche: Status kostet. Jedes Mal, wenn du etwas kaufst, nur um zu beeindrucken, machst du jemand anderen reicher und dich selbst ärmer. Die Stillen haben aufgehört, für die Meinung von Fremden zu bezahlen. Und Grund 3, echte Freiheit ist leise. Der Mann im Sportwagen braucht die Blicke. Ohne Publikum fühlt sich der Wagen leer an. Der Millionär von nebenan braucht niemanden. Tja, wer wirklich frei ist, muss es nicht zeigen. Das ist der ganze Unterschied zwischen reich aussehen und reich sein. Also, was heißt das für dich? Im Grunde nur 3 Dinge. Und keines davon braucht ein Spitzengehalt. Erstens, vergrößere die Lücke. Nicht was du verdienst macht dich reich, sondern der Abstand zwischen dem, was reinkommt, und dem, was rausgeht. Eine Gehaltserhöhung, die dein Lebensstil sofort auffrisst, macht dich keinen Cent reicher. Zweitens, jedes Statussymbol, das du nicht kaufst, ist kein Verzicht. Es ist Geld, das ab morgen für dich arbeitet, während du schläfst. Und drittens, gib der Zeit ihren Job. Stiller Reichtum ist jahrzehntelang langweilig, bis er plötzlich nicht mehr langweilig ist. Kein Geheimnis, kein Trick. Nur unbequem genug, dass es kaum jemand wirklich durchzieht. Und genau deshalb erkennst du echte Millionäre nie. Und Paul? Paul hat an diesem Tag nicht nur den Millionär seiner Straße gefunden, er hat etwas Unangenehmeres begriffen, dass er die ganze Zeit die Falschen bewundert hatte. Nun, das geht den meisten von uns so. Wir beneiden den Mann im Sportwagen und übersehen den Handwerker im alten Transporter, obwohl der eine vielleicht pleite ist und der andere frei. Denn am Ende ist es ganz einfach. Reichtum, den du sehen kannst, ist Geld, das schon ausgegeben ist. Echter Reichtum ist das, was du nicht siehst. Er liegt im Schatten, auf einem Konto, von dem niemand weiß. Das ist dein Schattenkonto. Und der erste Schritt dorthin ist, aufzuhören, den Falschen nachzueifern. Und zum Schluss noch das. In Deutschland gibt es über 1 Million Millionäre. Wenn du morgen durch die Stadt läufst, gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrere direkt an dir vorbei. Im alten Mantel, im gebrauchten Auto, mit schmutzigen Händen. Und du wirst keinen einzigen erkennen. Also, wen in deinem Leben hast du bisher völlig falsch eingeschätzt? Schreib's in die Kommentare. Und wenn du die verborgene Seite des Geldes verstehen willst, die dir sonst niemand zeigt, dann abonniere Schattenkonto. Bis zum nächsten Mal.